Das größte Problem mit Deutschkursen ist, glaube ich, nicht die Grammatik. Viele Leute wählen einfach den falschen Kurs und hören dann schnell auf. Manche sagen sogar, über 50% wechseln nach ein paar Wochen. Ja, total. Ich sehe das oft, man bucht irgendwas, und dann passt die Zeit nicht oder das Level ist falsch. Und zack, die Motivation ist weg. Kennst du das, wenn man im Kurs sitzt und denkt, huch, ich verstehe gar nichts? Oder es ist viel zu leicht und man langweilt sich. Das ist echt frustrierend. Na gut, hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Wir sind Julia und Tim, und heute sprechen wir über Deutschkurse, welche Arten es gibt und wie ihr den richtigen findet. Bleibt dran, es gibt auch kleine Rollenspiele und ganz praktische Tipps. Genau. Also heute machen wir einen klaren Überblick. Wir schauen auf Abendkurse, Intensivkurse, Online-Unterricht und Kurse an der Volkshochschule, kurz WHS. Und ja, wir reden auch über typische Fehler, zum Beispiel dieses Du und Sie, das ist oft tricky. Vielleicht starten wir mit den Arten, oder? Es gibt Intensivkurse, die laufen fast jeden Tag, und es gibt Abendkurse, zweimal pro Woche. Dann gibt's noch die Kurse an der WHS, private Sprachschulen wie das Goethe-Institut und Live-Online-Kurse. Lass uns mal direkt ein kleines Rollenspiel machen. Stell dir vor, ich rufe bei einer Schule an und will wissen, passt ein A2-Abendkurs für mich? Ich bin der Anrufer, du bist das Büro, okay? Gern. Guten Tag, Sprachschule Sonnig, mein Name ist Julia. Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie Informationen zu unseren Abendkursen? Ja, hallo, hier ist Tim. Ich suche einen A2-Abendkurs, aber ich arbeite bis 17:30 Uhr. Wann sind Ihre Zeiten und wie groß sind die Gruppen? Kein Problem, unser A2-Abendkurs ist montags und mittwochs von 18:30 Uhr bis 20 Uhr. Es sind 8 bis 10 Personen. Der Kurs kostet 250 € für 8 Wochen, plus das Buch, das sind ungefähr 30 €. Okay, danke. Haben Sie eine Schnupperstunde, also so eine Probestunde? Und gibt es einen Einstufungstest, falls A2 zu leicht ist? Ja, klar. Die Schnupperstunde ist kostenlos, einfach vorher anmelden. Den Einstufungstest können Sie online auf unserer Website machen, und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie unsere Infonummer an 0800 1234. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Super, danke. Dann melde ich mich später an. Auf Wiederhören. Sehr gern, auf Wiederhören. So, und jetzt wieder wir zwei. Du hast eben schön das Sie benutzt, das passt am Telefon mit einem Büro, ja? Genau, und das ist echt wichtig. Viele Lernende mischen Du und Sie durcheinander. Bei Schulen, Lehrern und am Telefon nimmt man lieber Sie, außer die Person sagt ganz klar, bitte du. Sprechen wir kurz über Orte. Die Volkshochschule, also WHS, ist oft günstig und in vielen Städten. Private Schulen, wie das Goethe-Institut, sind meistens teurer, aber sehr gut organisiert. An Unis gibt es Sprachzentren, oft für Studierende, manchmal auch für alle. Und Online-Live-Kurse sind, naja, einfach flexibel. Du sitzt zu Hause, Kamera an, kleine Gruppe und du sprichst trotzdem viel. Apps sind auch okay, aber ja, nur mit Apps fehlt oft das echte Sprechen. Es gibt da ja ständig Diskussionen, ist Unterricht im Klassenzimmer altmodisch und reicht eine App? Manche sagen, eine App ist genug, weil sie flexibel ist. Andere sagen, ohne Lehrkraft fehlt das Feintuning, zum Beispiel die Aussprache. Ich sag mal so, misch es. Eine App für Vokabeln und dann ein Kurs zum Sprechen und für Feedback. Ich hatte mal einen Schüler, der hat
ich gesagt. Wir haben das im Kurs geübt, und nach 2 Wochen klang es viel besser. Oh ja, und ich habe eine super peinliche Story von einem Hörer. Er wollte einen Stift leihen und hat gesagt, kann ich einen Fußgänger leihen, statt Kugelschreiber? Alle haben gelacht, aber hey, er hat's nie wieder vergessen. Kontextvokabeln sind einfach wichtig. Ein Tipp, der echt hilft: Setz dir jeden Tag ein kleines Ziel. Zum Beispiel 5 neue Wörter heute und benutze sie wirklich im Gespräch. So bleibt es im Kopf und dein Mut wird größer. Und ja, fang früh mit Medien an, Serien, YouTube, Podcasts. Am Anfang mit Untertiteln, dann weniger. Hör die Sätze mal nach und stopp das Video kurz, das hilft total bei der Aussprache. Kurzer Check in der Mitte, okay? Was ist nochmal ein Abendkurs? Genau, ein Kurs am Abend, zum Beispiel montags und mittwochs von 18:30 Uhr bis 20 Uhr. Und was war ein Einstufungstest? Ein kurzer Test, der zeigt, ob A1, A2, B1 oder B2 passt. Und noch ein Mini-Quiz, du oder sie im Büro der Schule? Richtig, sie. Im Kurs unter Lernenden ist oft du, aber frag im Zweifel, ist du okay? So seid ihr auf der sicheren Seite. Gehen wir weiter zu Intensivkursen. Die sind meistens von Montag bis Freitag, sagen wir 9 Uhr bis 13 Uhr. Das ist anstrengend, aber schnell, du machst in 4 bis 8 Wochen riesige Schritte. Oft kostet das mehr, vielleicht 400 bis 600 Euro pro Modul. Abendkurse sind dafür leichter zu planen, wenn man arbeitet. 2 Abende pro Woche, du bleibst drin, aber der Fortschritt ist langsamer. Ich finde das gut, wenn man Zeit für Job und Familie braucht, oder wenn man einfach nicht jeden Tag kann. Dann gibt's noch Prüfungsvorbereitung. Wenn du ein Goethe-Zertifikat B1 oder B2 brauchst, frag die Schule nach speziellen Kursen. Frag auch nach Terminen und wie viele Prüfungsaufgaben ihr übt. Lesen, hören, schreiben, sprechen. Vor dem Buchen, macht unbedingt einen Einstufungstest. Viele wählen zu hoch oder zu tief, und dann passt nichts. Und bitte, nicht nur Grammatik pauken. Grammatik ist wichtig, klar, aber ihr müsst reden, ab Tag 1. Ich würde auch immer nach der Gruppengröße fragen. 6 bis 10 Leute ist super, da kommt jeder dran. Und frag direkt, wie viel Prozent sprechen wir? Ich mag Kurse, in denen 70% wirklich sprechen ist. Material ist auch so ein Punkt. Manche Schulen arbeiten mit Büchern, andere mit PDFs und Apps. Frag nach Hausaufgaben und Feedback, also Korrekturen. Ohne Rückmeldung sieht man Fehler oft nicht. Wollen wir noch ein kurzes Rollenspiel machen? Ich komme ins Büro und will von A2 in B1 wechseln. Ich bin der Schüler, du bist wieder die freundliche Person am Empfang. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich bin im A2-Kurs, aber der ist zu leicht. Kann ich in B1 wechseln? Geht das ab nächster Woche? Klar, das schauen wir mal. Wir machen einen kurzen Test, 15 Minuten, und dann sehen wir. Wenn B1 passt, können Sie ab nächstem Montag starten, 18:30 Uhr bis 20 Uhr. Die Gruppe hat noch einen Platz frei. Super. Wie kann ich bezahlen, bar oder mit Karte? Und was kostet es? Beides ist möglich. Der Kurs kostet 300 Euro für 6 Wochen. Start ist am 25., also am 25. dieses Monats. Sie bekommen gleich eine Bestätigung per E-Mail. Perfekt, danke. Ich mach den Test jetzt. Bis gleich. Bis gleich. So, und wieder zu uns. Wichtige Wörter eben waren Einstufungstest, Schnupperstunde und Anmeldung. Anmeldung heißt,
Du trägst dich offiziell ein. Bei Fragen zur Stornierung sagt man oft Kurs stornieren, also wieder absagen. Zum Thema Online oder Präsenz, da gibt's ja viele Meinungen. Ich sag, probier eine Probestunde, dann fühlst du es. Manche blühen online auf, andere brauchen das Klassenzimmer und die Tafel. Und denkt auch ans Budget. Die WHS ist oft am günstigsten, manchmal 150 bis 200 Euro pro Modul. Private Schulen liegen höher, oft 300 bis 500 Euro. Frag auch nach Rabatten, zum Beispiel wenn du mehrere Module buchst. Wenn ihr einen Job habt, fragt mal in der Personalabteilung. Manche Firmen zahlen einen Teil vom Kurs. Und manchmal gibt es Lerngruppen im Büro, das macht's leichter, dran zu bleiben. Motivation ist halt die halbe Miete. Such dir einen Tandempartner, einmal pro Woche, vielleicht donnerstags um 19 Uhr. Hälfte Deutsch, Hälfte deine Sprache. Das ist gratis und macht Spaß. Kurz zusammengefasst: Es gibt Intensivkurse, Abendkurse, Online-Live-Kurse, WHS und private Schulen. Wählt nach Ziel, Zeit und Geld. Macht einen Einstufungstest, fragt nach Gruppengröße, Sprechzeit und Probestunde. Und lernt jeden Tag ein bisschen, zum Beispiel 5 neue Wörter. Wir wollen von euch hören, welche Kursart hat für euch am besten funktioniert und warum? Abendkurs nach der Arbeit oder intensiv am Vormittag? Habt ihr auch mal du und sie verwechselt, und was ist passiert? Schreibt uns das gern in die Kommentare. Wenn euch das geholfen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. Schickt die Folge auch an eine Freundin oder einen Freund, die gerade einen Kurs suchen. Das hilft uns sehr und ihr macht jemandem den Start leichter. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Viel Erfolg beim Kurs finden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.